viele Firmen unsicher waren. Ich würde sogar behaupten, wegen der derzeitigen geopolitischen Situation in der Welt. Ja, und dann hört man immer wieder, kein Budget, Kürzungen. Wir müssen abwarten, was sich wie entwickelt. Melden Sie sich nächstes Jahr, wir können derzeit nichts planen. Der schwierigste Einwand dieses Jahres war? Kein Budget. Wenn kein Budget ist, aufgelegt. geht nichts mehr. Ja, dann bedanke ich mich für das ehrliche Feedback und setze mir ein Follow-up in 6 Monaten. Ich bin hier beim Handelsregister gerade drin und Ich schau mal eben. ich habe mir gerade den Umsatz angeschaut. Also, ja, Geiz ist nicht geil, gell? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und höchstwahrscheinlich der letzten Folge für dieses Jahr von OB2B, von Darling Out, die OB2B Podcast. Ja, Freunde, das wird die letzte Folge. Also wenn wir noch was... 43? Ja, sicher nicht 50. So viel Kapazitäten haben wir hier nicht mehr. Wollt ihr noch mal 44 oder 43? Also Weihnachten steht vor der Tür. Ich möchte nicht vor Neujahr noch mal was aufnehmen müssen. Nee. Aber deswegen feiern wir Silvester heute schon mal. Ich wünsche uns eine gute Folge an erster Stelle. Ja. Viel Segen für diese Folge. Viele gute Kontakte. Viele gute Viele Kontakte. Meetings. Ein Redefluss, wie wir ihn bisher noch nicht gehabt haben. Ja. So. Ein Schlückchen können wir schon mal nehmen. Ah ja, für euch war nichts Chin, dabei. chin. Tut mir leid. Es war gerade mal für 2 Gläser was noch da. Aha. Sehr gut. Aber die Technik, die darf ja nicht saufen am Arbeitsplatz. Nein, ich habe ja auch schon Feierabend. Deswegen Technik, darf ich. Du bist ja nicht Technik, Ach so. du bist hier Celebrity-Gast. Ah ja, natürlich. Promi aus NRW. Ex-NRW. Ex-NRW. Aussiedlerin. Hm. Gut, Marianne, das ist die 43. Folge, wenn ich mich nicht irre, von OB2B Podcast, beziehungsweise Darling Out, die OB2B Podcast. Du bist wieder mit dabei. Der Grund, warum du wieder mit dabei ist folgender. Schau Jetzt bin ich mal. aber gespannt. Schau mal. Der Grund, Marianne ist bekannt für ihre positive Energie. Ideal für eine motivierende Jahresendfolge. Da kann man nicht Nein sagen. Ja, deswegen bin ich auch gekommen. Weißt du, was das heutige Thema ist? Nee. Einen Jahresüberblick machen wir, so Okay. wie im Fernsehen. Okay. Aber halt nur im Sales Edition. Gut, finde ich klasse. Findest du gut? Finde ich gut, finde ich klasse. Folgende Prämisse der Sendung, der Folge heute. Und zwar, kein klassischer KPI-Talk. Bitte komm mir jetzt nicht mit KPIs ein oder so, dass du jetzt hier Keine was messen Sorge. möchtest, ne? Echte Learnings aus dem BDA-Alltag. Da, geht schon. Es soll emotional und fachlich sein. Das kann Beides. ich gut. Ja? Ja, das kann ich gut. Ja, Heulsuse, ne? Hm. Gut, und es soll halt ein bisschen Wiedererkennungswert für unsere Community darstellen. Whatever. Ganz wichtig für mich zu wissen. Würdest du sagen, wir dürfen mit diesem Jahr zufrieden sein? Mit dem, was wir gemacht haben? Ja, würde ich schon sagen. Ich finde, man kann das aber nicht immer ganz gesondert schauen. Ne? Jedes Jahr ist eigentlich ein gutes Jahr. Was sei denn jetzt so wie das Jahr, wo die Pandemie war, natürlich nicht. Aber auch da konnte man irgendwie was Gutes aus dem Jahr ziehen. Das Jahr war gut. Nächstes Jahr wird noch besser. Und ich glaube, das ist die beste Einstellung, die man haben kann am Ende. Und somit ist die Folge auch schon Beendet. fertig. Mehr brauchen wir nicht. Nee, aber jetzt ehrlich, wenn du jetzt noch mal so einen Rückblick machen würden, ne? Es ist ja so einiges passiert, es sind ein paar Leute gegangen, es sind ein paar neue dazugekommen und dann noch mal wieder gegangen und dann hatten wir noch mal vielleicht neue Projekte am Start. Gab es vielleicht so eine Zeit, wo du gesagt hättest, boah, es ist irgendwie voll schwierig gerade in diesem Moment zu arbeiten oder es ist irgendwie total eine Änderung steht vor und das ist gar nicht etwas, was mir Mut macht? Oder hättest du eher gesagt, nee, eigentlich immer Vollgas?
Also ich glaube, das, was ganz wichtig ist, dass man das aus 2 Perspektiven irgendwie mal anschaut. Die erste Perspektive ist, dass innerhalb des Teams alles stimmt. Und wenn natürlich es Leute gibt, die gehen, ist das natürlich schade, weil es fehlt einfach dann in dem Augenblick ein Teil des Teams. Aber es geht dann natürlich auch mit neuen Leuten weiter. Und dann ist es wichtig, diesen neuen Leuten auch eine Chance zu geben. Die zweite Perspektive, die man nehmen muss, ist, was die Arbeit an sich angeht, wie man da weiterkommt. Dann gab es natürlich auch Ups und Downs. Es gab Phasen, wo nichts ging, wo sich nichts getan hat, wo viele Firmen unsicher waren. Ich würde sogar behaupten, wegen der derzeitigen geopolitischen Situation in der Welt. Und und dann hört man immer wieder, kein Budget, Kürzungen, wir müssen abwarten, was sich wie entwickelt. Und das ist natürlich etwas, was dann einen schon so ein bisschen negativ stimmt und auch ein bisschen die Motivation nimmt. Meinst du, das war auch eine richtige Herausforderung beim Cold Calling als BDA jetzt so gesehen, Ja, dass du würde ich schon wirklich sehr behaupten. viele Absagen gerade dadurch bekommen hast, weil die Leute sehr verunsichert waren? Das kam jetzt nicht wöchentlich vor, aber wenn man so das ganze Jahr sich jetzt anschaut, dann kam das doch schon immer wieder mal vor. Vielleicht auch ganz anders formuliert. Also vielleicht einfach mit den Wörtern formuliert, melden Sie sich nächstes Jahr, wir können derzeit nichts planen. Oder derzeit gibt es Sachen, die wichtiger sind. Und dann kann man diesen Worten eigentlich schon sehr, sehr viel entnehmen. Ne? Ja. Also, dass man dann auch aus dem Scheuklappenblick wegschaut und ja, auch einfach mal schaut, was in der Welt so passiert. Und auch allgemein im Sales. Okay. Es gab ja auch so andere Debatten, jetzt nicht nur geopolitisch, sondern auch so vielleicht ein bisschen weltanschaulich gesehen mit dem Gendern und so. Du weißt vielleicht noch, dass du mir mal geschrieben hast, sollte man das im Telefonat mitnehmen? Hast du das vielleicht auch gemerkt, dass das Leute machen in den Telefonaten direkt oder irgendwie in den E-Mails, dass du so eine E-Mail bekommen hättest, wo du dir jetzt gedacht hättest, okay, vielleicht sollte man das auch machen? Tatsächlich nicht. Das finde ich auch ganz spannend, weil wir hatten uns ja damals über das Thema unterhalten, so ja, wie ist das mit Gendern und so, ne? Und das Einzige, was mir ein paar Mal passiert ist, dass ich jetzt am Telefon nicht sofort erkennen konnte, ob es eine weibliche Person ist oder eine männliche Person. Ja. Aber dass ich jetzt wirklich die Situation hatte, dass mir jemand gesagt hat, ich bin weder noch, habe ich eigentlich nicht erlebt. Und in Mails auch nicht. So tief geht man in solche Themen, kann man, glaube ich, auch gar nicht eingehen. Nein, ne? vor allem weiß ich auch nicht, wie das jemals am Telefon, vor allem im Cold Calling, wie man das auch zum Thema machen könnte. Also sehr, sehr schwer stelle ich mir das vor. In Mails geht das noch irgendwie. Also da könnte ich das schon erwarten, dass das irgendwann vielleicht wirklich vorkommt. Aber am Telefon, weil es ja auch teils kurze Telefonate sind, wenn man sich mit dem Empfang beispielsweise unterhält, da möchte ich behaupten, dass das nicht vorkommen wird. Okay, wir können ja im Allgemeinen sagen, dass für uns das Jahr eigentlich ganz gut abgelaufen ist und wir zufrieden sein können. Du hast jetzt schon mal erwähnt, dass halt solche Sachen vorgekommen sind oder in Gesprächen, dass man halt die Verunsicherung in den Leuten, die man callt oder anruft, halt auch spürt bei den Firmen. Aber trotzdem würdest du jetzt sagen, dass es ein erfolgloses Jahr war für die Partner, für die du jetzt Telefonate gemacht hast oder Akquise? Nein, das würde ich nicht behaupten. Also wir haben den Fokus dieses Jahr vor allem auch auf einen Aspekt gesetzt, ist, dass definitiv Qualität vor Quantität gesetzt wird. Also es ist nicht wichtig, so viele Meetings wie möglich zu vereinbaren und am Ende hat man aus den Meetings nichts, sondern wirklich qualitativ zu arbeiten, in den Telefonaten auch zu analysieren, wie der Bedarf ist und ob wirklich jemand Interesse hat oder nicht. Und das haben wir definitiv dieses Jahr ausgebaut. Also auch in Zusammenarbeit natürlich mit unseren Partnern, die wir haben. Hast du bei unseren Partnern vielleicht auch gemerkt, dass die, okay, du arbeitest für einen Partner, der jetzt schon sehr lange bei uns ist und der wahrscheinlich wirklich, also nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit alles, was mit BDA, mit Cold Calling und Pre-Sales zu tun hat, tatsächlich an uns übergeben hat, ne? Hast du irgendwie das Gefühl, dass die sich eher zurücklehnen oder auch immer noch gleich engagiert sind oder nochmal anders sich aufgestellt haben oder auch vielleicht bei anderen Projekten nochmal so aus den Gesprächen mit den Kollegen und so? Ja, also speziell jetzt bei unseren, also bei meinen Partnern, sage ich jetzt einfach mal, wurde intern auch sehr viel verändert. Ich würde aber dennoch behaupten, unabhängig davon
ist man eigentlich immer mit der gleichen Motivation dabei, weil wir einfach ein Teil des Teams sind, dieses Unternehmens. Und deswegen werden wir eigentlich in alles mit eingegliedert. Wir werden weiter geschult. Wir werden, wenn Sachen undeutlich sind oder ja, teilweise auch noch irgendwie ausgebaut werden müssen, dann haben wir eigentlich immer die Unterstützung des Partners. Ich habe aber, bevor ich zu diesem Partner übergestiegen bin, habe ich noch für jemand anderen gearbeitet. Und da muss ich sagen, dass man am Ende der Zusammenarbeit gemerkt hat, dass die Motivation nachgelassen hat. Also, weil intern bei denen viele Dinge nicht gestimmt haben. Vor allem auch die Sache mit der Qualität und Quantität. Okay. Also man hatte quantitativ viele Meetings, die qualitativ aber letztendlich nicht waren. Und man hat dann beispielsweise Entwürfe oder Kostenvoranschläge gemacht, Angebote, wie auch immer. Und die wurden entweder teilweise gar nicht wahrgenommen oder man ist dann zu einem Anbieter gegangen, der günstiger war. Was natürlich sehr enttäuschend ist für die Sales-Leute im Endeffekt. Wir haben natürlich in erster Linie nichts damit zu tun gehabt, weil wir sie vernünftig qualifiziert haben, aber im Verkauf ist es dann gescheitert. So, und wenn ich jetzt diese beiden Partner vergleiche, dann merkt man schon den Unterschied, dass die Motivation wirklich immer stetig sein muss. Wenn die nicht vorhanden ist, kann man als BDA, ja, man kommt weiter, aber sehr, sehr schwer. Hast du das Gefühl, man hat ein bisschen mehr gespart in diesem Jahr? Oder Inwiefern gespart? dass die halt einfach nicht Budget freigeben oder eben halt, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben. Du hast davon erzählt, ich habe dich gefragt, ob die Leute ein bisschen Gespart sparsamer haben. waren. Im Hinblick nicht nur darauf, ob sie jetzt mit uns nochmal extra Sachen machen möchten, sondern halt bei den Partnern. Hast du irgendwie gemerkt, boah, die Leute sind irgendwie geizig. Die haben Angst, halten ihr Budget fest. Bei unserem Partner nicht. Tatsächlich nicht. Und ich glaube, die Ursache dafür ist, ohne uns jetzt irgendwie zu loben, natürlich lobe ich uns, aber machst du trotzdem? Aber man merkt schon, dass man auf BDAs angewiesen ist. Oder sagen wir mal auf Leute wie uns. Ne? Ich habe das Gefühl, Leute haben viel, viel weniger Bock, diesen Job zu machen. Ja. Weniger denn je. Und das Lustige ist, oder vor allem das Spannende, wir hatten vor einigen Monaten einen Termin mit einem der Partner, wo wir uns kurz ausgetauscht haben, auch da ging es unter anderem auch um das Thema BDR. Und da hat er ganz klar gesagt, wenn wir BDRs einstellen würden, er hatte dann das Beispiel von anderen Unternehmen und anderen Ländern genannt, viele wollen durch die Position als BDR weiterkommen im Sales. Du bist BDR und jetzt steigst du irgendwann auf, bist dann im Sales Manager und dann geht's weiter. Und das ist quasi dann, als BDA die Stelle ist einfach nur so, komm, das mache ich jetzt irgendwie für ein paar Monate und dann geht's weiter. Und da lässt die Motivation doch irgendwann nach. Ja, aber das ist halt auch voll die schlechte oder die falsche Einstellung. Klar. Weil man halt jedes Mal bei jeder Jobanzeige suchen die da irgendwie so ein so ein Junior BDA oder eine Junior-Person, die den Job machen sollte. Das ist keine Position für jemanden, der einfach nur eine Stufe oder zu der nächsten Stufe gehen möchte und nicht diesen Job machen möchte. Das ist ein seriöser Job. Das muss man irgendwie auch mal in der Rhetorik ein bisschen ändern bei den Leuten, ne? Ja. Die merken auch erst später, und ich bin fest davon überzeugt, du kannst nie ein guter Sales Manager werden, wenn du ein paar Jahre lang nicht selber die Cold Calls gemacht hast. Ja, das Oder denke halt ich auch. eben, du kannst es vergessen. Weil du bist dann immer darauf angewiesen, dass du eigentlich derjenige bist, der closed. Und du bist der Star, bist du gar nicht. Der BDA macht die ganze Arbeit für dich schon mal im Voraus, dass du überhaupt einen qualifizierten Termin bekommst. Wenn du nicht closed, dann bist du einfach nur ein Loser, der es nicht geschafft hat, einen guten Lead zu closen. Ne? Stell dir das mal so vor. Ne? Ich sag's ganz offen, ich finde, du bist kein guter Sales, wenn du das nicht eine längere Zeit lang gemacht hast oder auch nicht ab und zu mal zurückgehst auf diese unter Anführungszeichen erste Stufe. Ne? Das ist nicht die erste Stufe im Sinne, das ist der erste Schritt, sondern das ist halt erster Platz. Ne? Deswegen halt, das ist Nummer 1. Ne? Wer BDR machen kann oder Business Development,
als solches, der kann den Ja. Rest sowieso. Viele sehen das als Stufe. Okay, das ist jetzt Stufe 1, ich will aber zur Stufe 4, 5. Und wenn es diese erste Stufe aber nicht gäbe, könnte man ja gar nicht weiterkommen. Und deswegen, das hatte der Partner auch gesagt, es ist wichtig, die BDAs wahrzunehmen und auch wertzuschätzen. Ja, Und das finde ich es ist super. durchaus möglich, dauerhaft ein BDA zu sein, weil, Absolut. sorry, aber mir wird nie langweilig. Du hast aber auch, also die Sache ist ja die, man muss ja wirklich graben, ne? Ja, Und ich glaube, du bist viel schneller frustriert, wenn du einmal im Sales landest und du da nicht closen kannst, wenn du nicht die Erfahrung gemacht hast, wie es eigentlich ist, überhaupt zu so einem Lied zu kommen. Und dann kannst du diesen Lied auch so richtig wertschätzen, erstmal ab diesem Punkt an, wo du den überhaupt bekommst. Dann behandelst du den nicht nur einfach so als, boah, das ist jetzt irgendwie so ein Lied wie so ein MQL, ne? Ist es halt nicht, ne? Es hat jemand schon mal so richtig dran geschuftet, dass es ein qualifizierter Lied wird, ne? aber jetzt überleg mal, wenn du als Sales Manager das nicht closed, dann war's das. Dann war's das. Wenn du als BDA Stimmt ja auch aber nicht. Weil sehr oft sagen sie, kannst du noch mal ein Telefonat machen und schauen, wo das steckt und was damit ist, ne? Weil die das aber selber dann, nicht machen klar, möchten. sicher. Und dann als BDA, es kann mal passieren, dass du nicht dann im ersten Telefonat das gut pitchst. Ist mir oft vorgekommen. So. Musst du ja auch nicht können, Aber ne? dann lege ich mir ein Follow-up in 6 Monaten und gehe die Sache ganz anders an. Vielleicht mit einer anderen Person, vielleicht mit einem anderen Pitch, vielleicht mit etwas ganz anderem. Aber ein Sales Manager kann das nicht. Der hat die letzte Stufe und der hat auch die Verantwortung dann. Was nicht heißt, dass wir die Verantwortung nicht haben. Wir haben die Verantwortung zu qualifizieren. Aber wir haben viel öfter die Möglichkeit zu qualifizieren. Ja. Und ich hatte ja eine nächste Frage noch vorbereitet, beziehungsweise so ein kleines Segment. Die 3 wichtigsten Learnings aus diesem Jahr. Aber wir können es, glaube ich, direkt hier schon mal mit dem einsteigen, ne? Ja. Also absolut die Wahrheit. Es ist eigentlich etwas, was wir schon wissen und schon lange irgendwie als Grundlage unseres Daseins als BD-Agentur überhaupt in die Welt raustragen. Aber es ist tatsächlich so. Das ist wirklich die Königsdisziplin, die Nummer 1, das, was immer bleiben wird und wo du wirklich dich als Sales beweisen kannst. Und ich glaube, wer das mal beherrscht, der hat fast auch keinen richtigen Bock, nur den Sales-Teil zu machen. Ne? Ich habe jetzt seit Jahren auch keine Calls mehr gemacht. Das mache ich jetzt wieder. Ich finde es auch voll, es macht mir voll Spaß. Weil es was Neues ist. Ja, ich gehe nochmal zurück zu den Wurzeln, wenn ich die Zeit dazu habe. Und dann finde ich, hey, boah, also ich habe riesen Respekt davor. Also das ist sowieso das A und O unserer Firma, ne? Ich glaube, als Sales Manager siehst du auch irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So, und wenn du als BDA nochmal nach hinten gehst, dich nach hinten lehnst, dann kannst du auch viel mehr sehen. Dann kannst du auch eigentlich sehen, wie ist der Markt, was entwickelt sich, wie, auf welche Art und Weise. Das ist ganz anders. Ja, ich würde wirklich sagen, das ist wirklich ein Learning, das wir nochmal so ganz deutlich nach draußen tragen sollten. Der BDA als Position, als Person, als Konzept ist kein drittrangiger Sales-Mitarbeiter. Das ist die Nummer 1 im Vertrieb, die man loben sollte und halt wirklich von Glück reden kann und darf, wenn man wirklich eine Vollzeitstelle hat oder eine Halbtagsstelle mit uns dann eben halt oder das outsourcen kann an jemanden, der das dann wirklich so macht. Jeden Tag dran bleibt. Learning Nummer 1. Bing! Hättest du vielleicht noch was als Learning Nummer 2 und 3 hinzuzufügen? Vielleicht auch ganz allgemein zu uns als Firma oder eben halt einfach zum Jahr an sich? Was du jetzt... Nicht speziell für dieses Jahr. Ich glaube, man kann das in jedem Jahr sagen. Geduld. Ja. Also, oder packen wir die Wörter mal zusammen als ein Learning. Geduld und Motivation, dass man das beibehält. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Team an sich. Also wenn wir die Unterstützung nicht hätten als BDAs von unseren Projektmanagern und allen anderen, dann würde vieles oft schief laufen. Ja. Ne? Und so haben wir immer den Leitfaden, an den wir uns halten können. Und so kommen wir letztendlich auch immer weiter. Ja. Ich muss ganz offen sagen, ich bin total happy, wie dieses Jahr gelaufen ist.
Es war für mich in ein paar Momenten wirklich sehr schwieriges Jahr. Vor allem, als es dann eben so war, dass auf einmal auch ein paar Leute gegangen sind und so. Es war schon so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, was habe ich jetzt wieder schief gemacht, ne? Oh, wie lang dauert das jetzt hier, dass ich das wieder ausgrabe und mache ich das? Und dann habe ich halt gemerkt, das muss ich ja gar nicht selber machen. Ne? Das mache ich ja nicht allein. Wenn jetzt ein paar Leute gegangen sind, es sind immer noch 20 andere mit dabei, die Bock haben zu arbeiten. Und auch Dankeschön an alle, die da waren und auch gegangen sind und halt jahrelang die Jahre hier auch verbracht haben. Wenn man das da nochmal reflektiert und so sich halt einfach nur sagt, ja, okay, war eine gute Zeit, es kommt was Neues, ne? Das war für mich vorhin ein wichtiger Punkt, wo ich mir halt auch gesagt habe, okay, ist ja nicht das Ende, wenn jetzt jemand geht. Obwohl du halt die Person auch nett fandst und die halt auch eine Position hat in der Firma, wo du meinst, es ist eigentlich wichtig, dass jemand diesen Job auch macht. Aber ich habe halt auch gelernt, man kann es verteilen, ne? Man kann es auch nochmal anders machen, ne? Und das finde ich auch immer voll gut, wenn sowas Abruptes kommt und du dich dann wirklich nochmal neu aufstellen musst. Es war für mich so ein Learning, wo ich sagen würde, hey, was auch immer passiert, solange der Rest auch immer mitzieht und du dann eben halt schon deiner Arbeit nachgehst, dann kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Mir wurde mal ein Satz gesagt, der auf den ersten Blick sehr verletzend wirken kann. Okay? Aber im Nachhinein dachte ich mir, ja, das stimmt. Man kann ohne jeden. Ja. Und dieser Satz klingt sehr, sehr hart. Aber letztendlich ist es so. Es ist ein ganz normaler Lauf, dass jeder irgendwann einen neuen Weg einschlägt, was Neues versucht, sich weiterentwickeln möchte. Das ist alles total legitim. Ja. Das ist in Ordnung. Die Aufgaben werden dann nochmal neu verteilt. Man hilft sich, man unterstützt sich. Aber es geht letztendlich immer weiter. Aber Hand aufs Herz. Ohne dich und mich geht's nicht Läuft weiter. nix. Natürlich nicht. Könnt ihr vergessen, alle hier, ne? Ja, aber das Also, werden wir jetzt nicht so laut Dann hätten wir die Folge jetzt hier gar nicht. Müssen wir gar nicht rausschneiden. Nein, finde ich auch nicht. Ja, du hast recht, ne? Nein, aber letztendlich ist es so. Doch, das ist auch wie wenn du, keine Ahnung, dich in jemanden verliebst, dann ist er mal weg. Man überlebt's auch, gell? Beispielsweise. Man überliebt's auch. Man überlebt es, ja, man Ja, das entwickelt sich. ist halt auch so. Alles legitim. Wie gesagt, im ersten Augenblick ist das immer so, okay, harte Aussage. Aber wenn man sich mal hinsetzt und die Welt ist ja nicht stehen geblieben. Mhm. Es geht ja immer weiter. Nur die Art und Weise, wie es weitergeht, ist dann entscheidend. Genau. Und das, finde ich, haben wir gut hinbekommen. Und man sollte die Zeit schätzen, die man hatte. Das, was du eigentlich Das gesagt stimmt. hast. Ja. Die da waren, es war schön, es war eine super Zeit. Ja, Jetzt geht man einen neuen Weg und gut ist. genau. Gut. Ich habe noch ein Game, warte mal. Ja, was wäre unser Podcast, wenn wir Was nicht wäre ein unser Game Podcast hätten? ohne ein kleines Gamchen? Und zwar, dieses Jahr war Okay. Spiel wie folgt. Dominika beginnt einen Satz, Mariana beendet ihn spontan. Komm, ich bin jetzt mal ganz spontan. Der schwierigste Einwand dieses Jahres war. Kein Budget. Wenn Was kein hast du Budget dann ist, aufgelegt. geht nichts mehr. Dann Ja, dann bedanke ich auflegen. mich für das ehrliche Feedback und setze mir ein Follow-up in 6 Monaten. Hast du mal gefragt, ja, wo steckt denn die Kohle? Die ganze Kohle, die sie hier verdienen? Ich bin hier beim Handelsregister gerade drin und Ich schau mal eben. ich habe mir gerade den Umsatz angeschaut. Also, wenn sie kein Budget haben, Dann weiß ich nicht. Nein, was natürlich macht nicht. der Rest dann? Nee, ich lasse das. Ich nehme das dann so an und denke mir, ja, wir hören uns in ein paar Monaten noch Die einmal. kein Budget. Ja, Geiz ist nicht geil, gell? Gar War nicht. es auch nie. Nee, finde ich auch nicht. Vor allem bei Männern nicht. Also, wenn ein Mann geizig ist. Dann, Bin ich am Überlegen, aber ob bei mir das Frauen immer. auch nicht. Hast Ja. du so geizige Freunde? Das hasse ich. Ja, das ist schon Boah, ekelhaft. übel. Nee, das geht nicht. Zum Glück sind wir nicht so, Nee. wie man sieht. Oder zum Glück. Ob wir jetzt da von Glück reden können, ne? Bodenlos, budgetlos. Der schönste Moment im Sales war. Oh, hast du so einen Sales-Moment?
Sales Moment. Du hattest das 1000. Meeting hattest du dieses Jahr nicht. Das war jemand anders. Naja, ich Naja. hatte es schon, aber Ach man so. hat es mir weggenommen. Ach was, nein. Ja, Tatsächlich. doch. Hatte ich doch auch. Also aus Versehen. Ja. Aber gut, Franjo, es sei dir gegönnt. Mhm. Ich war glücklich, dass du derjenige warst. Das war auf jeden Fall Franjos Sales Highlight. Außerdem wollte wahrscheinlich. ich mich nicht unbeliebt machen, dass ich wieder Ja, ja. diejenige bin. Wäre schon blöd. Ja, nee, mein Top-Augenblick war und ist immer, wenn man mir im ersten Augenblick nach meinem Pitch sagt, schlagen Sie mir doch einfach einen Termin vor. Geil, gell? Dann denke ich mir so, ja, Mann, Deswegen bin ich da. ja, einfach ganz unkompliziert. Noch eine kleine Anekdote, die mir jetzt einfällt, Oh, die ich super, heute gerne. hatte. Wie panisch Decision Maker werden, wenn man etwas von denen möchte. Man pitcht und dann auf einmal werden die komplett panisch. Nee, wir haben keinen Bedarf. Vielen Dank, ja, schönen Tag noch, tschüss. Dann lassen dich gar nicht mehr zu Wort kommen. Dann denke ich mir so, ist doch in Ordnung. Ich bin doch ein Mensch. Kann sich doch normal mit mir unterhalten, mir einen schönen Tag wünschen, den ich dir auch wünschen möchte. Ist mir jetzt so spontan nochmal Okay. eingefallen. Deswegen, Ja. also so Leute, die sagen, Lustig. gerne, schlagen Sie doch einen Termin vor, ist im Sales super. Genau, das sind halt so die Die geilen Lieblinge. Typen. Ja, Lieblinge. Das sind die nicht geizig sind. Der war geizig. Der hat keine Zeit zu verlieren. Jo. Ja, schau mal. Das habe ich dieses Jahr über mich gelernt. Und zwar, Dass ich geduldig sein muss. hast du es geschafft? Jetzt am Ende ja. Mein größter Sales-Fail dieses Jahr war. Manchmal nicht ordentlich zu pitchen. Oh, okay. Mhm. Das war aber Hast am du dich Anfang. danach wirklich wie so ein Loser gefühlt? Ja, so ein bisschen. Wo ist mein Pitch hin? Pitch, wo bist Pitch. Oh, Pitch. Ja, das war ein bisschen blöd. Das war noch am Anfang, wo ich noch ein bisschen unsicher war und ich hätte es besser machen können. Was ich letztendlich auch gemacht habe später. Aber das erste Telefonat war so ein bisschen. Und ich finde auch, man kann nur aus eigenen Fehlern lernen. Ja, ich habe klar. nie aus jemandem seines Fehlers gelernt. Nee. Nie im Leben. Nur ich wenn habe mir nur derjenige. gedacht, was für ein Trottel. Und dann hätte ich dasselbe gemacht. Und dann Es- habe ich es erst. Es sei denn, wenn Gelernt. derjenige sich dessen bewusst ist und dich quasi davor warnt. Weißt du? Nein, dann vor allem nicht, ne? Dann, Doch. Nein. Doch, wenn jemand sagt, du, ich habe das so und so falsch gemacht, beachte das mal, wenn du das machst, dann denkst du dir schon Ich so. denke mir nur so, du Volltrottel. Hätte ich nie so gemacht, dann mache ich es trotzdem. Ja, siehst du? Ich muss aus meinen eigenen Fehlern lernen. Also ich muss den Fehler nochmal begehen, damit ich daraus lerne. Ich habe nie aus einem Fehler von einem anderen Menschen oder Tier gelernt. Von Tier? mir aus. Obwohl dein Tier ist sehr schlau, sehr klug. Ja, ja. Die Deswegen hat sagst einen du das Stock auch. gefressen. Das ist eher clever, ne? Sie muss aus eigenen Fehlern lernen. So. Wird sie wahrscheinlich nicht. Die lernt nicht mal aus ihren eigenen Fehlern. Ja, die Arme. Das arme Hündlein. Gut, ich mache noch weiter. Ich habe noch was. Warte mal. Und zwar. Was ist das? Würde ich meinem Ich. Das würde ich meinem Ich vom Januar sagen. Jetzt Januar. Von diesem Januar. 225. Genau. Wo war ich denn da? Also nicht 26, genau. Also Okay, das würde du denkst ich. schon ganz korrekt. Das Jahr ist lang. Stay tuned. Stay motivated. Ja, bleib motiviert und das Jahr ist zwar lang, aber es wird spannend. Und es war auch spannend. Stabile Antwort. Spontane Antwort. Stabil. Oh, und zwar, nächstes Jahr will ich im Sales unbedingt, ich weiß, das 1000. Meeting wieder bekommen. Nein, ich mache mich unbeliebt. Ich darf es nicht mehr. Du, mach das 2000. Ja, das ist ja jetzt mein nächstes Ziel. Aber Ja, das Jahr ist fast bring uns um. dahin. Ja, ich hoffe. Aber wie gesagt, also das mit 1000,
ich möchte dir gerne ein Vorbild sein für Daniel, deswegen solltest du nächstes Jahr auch nicht derjenige sein. Sehr gut. Ein Appell an alle Kollegen. Wir sabotieren ihn. So wie ich sabotiert wurde. Genau. Den Namen nenne ich jetzt hier nicht, von wem ich sabotiert wurde. Hey. Mariana, ich glaube, das war's. Ja, Wir müssen nicht unbedingt noch alles gesagt. Hier Geheimnisse erzählen. Nein. So was hinter den Kulissen passiert und so. Also bei den Teambuildings. Heute Abend haben wir ja noch eins. Gell? So negativ skeptisch. Was denn? Nee, bin ich gar nicht. Ich freue mich auf Blödsinn, den wir heute Abend treiben werden. Davon wird es aber kein kein im Hintergrund muss ja nicht die ganz YouTube wissen, ne? Nein. Genau. Gutes Jahr. Wünsche ich dir auch. Ich wollte eigentlich sagen, dass es war ein gutes Jahr. So. Aber wünsche ich dir auch. Danke, dass du dabei warst. Nicht nur in dieser Folge, sondern im gesamten Jahr. Du hast das ganze Jahr wieder gepackt, ne? Ist es dein erstes Jahr nach Geburt, dass du jetzt vollkommen... Nach meiner Geburt? Nee. Nach deiner Geburt, dass du jetzt hinbekommen hast, ohne irgendwie Urlaub zu machen? Wann bin ich eingestiegen? Letztes Jahr. 24. Aber du hast es nicht komplett durchgezogen. Du bist 24 im Mai. Das Mai 24. Heißt, 25 ist dein erstes komplettes Jahr jetzt. Ja. Ohne nochmal schwanger zu werden. Ohne Mutterschutz, so. Genau. ohne Elternzeit, ja. Sehr schön, ja. Auf ein weiteres solches von mir aus. Wie du möchtest, ist mir egal. Das war's mit einer Folge von OB2B, beziehungsweise von Darling Out, die OB2B Podcast. Liebe Zuschauer, Zuhörer und Zugucker. Es war mir eine Freude, dieses Jahr euer Host zu sein, unser Host zu sein. Werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal machen müssen. Ich hoffe, die Folgen, die wir bisher gedreht haben, waren kein Reinfall und dass ab und zu mal jemand auch was draus gelernt hat. Wenn nicht, dann hatten wir zumindest ein bisschen Spaß. Und ja, ab nächstes Jahr wünsche ich mir, dass wir jedes Mal eine Sektflasche. Habe ich gerade Sektflasche gesagt? Ja, du hast Sektflasche gesagt? Eine Sektflasche oder was zum Trinken, was Alkoholisches und nicht alkoholfreies aber auf diesem Tisch haben. Nach 14 Uhr. Eigentlich nach 14 Uhr auch von mir aus, ja. Okay, ja. Gut. Ja. Das ist irgendwo auf der Welt 14 Uhr. Zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Flasche öffnen. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Mariana, vielen Dank. Und ja, kommentiert, subscribt. Wir sind bei LinkedIn. Da kann man uns finden. Ciao. Bye, bye.